Als ich vor einem Jahr nach Deutschland gekommen bin, hatte ich keinen Job. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte keinen festen Alltag. Viele Tage waren still und schwer. Oft wusste ich morgens nicht, warum ich aufstehen soll. In dieser Geschichte erzähle ich, wie sich mein Leben in Köln langsam verändert hat. Du hörst bewusst sehr einfaches Deutsch. Schwierige Wörter werden zwischendurch verständlich erklärt. So kannst du gut zuhören und lernen. Das erste Kapitel spielt in der Vergangenheit. Du trainierst dabei die Vergangenheitsform im Deutschen. Später geht es um mein Leben heute. Es geht um Arbeit. Es geht um Freizeit. Es geht um Routinen. Es geht darum, wie ein einfacher Rhythmus hilft, sich in einem neuen Land zu Hause zu fühlen. Als ich nach Deutschland kam, war alles neu. Ich lebte erst seit wenigen Tagen in Köln. Die Stadt war groß und laut. Die Häuser waren hoch. Die Straßen waren voll. Ich kannte niemanden. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte keine Arbeit. Ich hatte keinen festen Plan für den Tag. Jeden Morgen stand ich auf und wusste nicht, was ich tun sollte. Manchmal blieb ich lange im Bett liegen. Ich hörte die Geräusche von draußen. Autos fuhren vorbei. Menschen gingen zur Arbeit. Ich fühlte mich, als würde ich nicht dazugehören. In den ersten Wochen verließ ich die Wohnung nur selten. Ich hatte Angst, Fehler zu machen. Ich hatte Angst, die Sprache nicht zu verstehen. Im Supermarkt verstand ich viele Wörter nicht. Ich brauchte lange für einfache Dinge. Das machte mich müde. Es machte mich unsicher. Die Tage waren oft still. Ich sprach wenig. Ich hörte viel zu. Abends fühlte ich mich leer. Ich fragte mich oft, ob meine Entscheidung richtig gewesen war. Ich dachte an mein altes Leben. Ich dachte an meine Familie. Ich dachte an meine Freunde. Alles war weit weg. Die Zeit verging langsam. Ein Tag fühlte sich an wie zwei. Ich hatte keinen Rhythmus. Ich ging spät schlafen. Ich stand spät auf. Manchmal aß ich nichts Warmes. Manchmal aß ich zu viel. Ich bewegte mich wenig. Mein Körper war müde. Mein Kopf war voll. Ich wusste, dass ich etwas ändern musste. Aber ich wusste nicht wie. Ich versuchte, mir kleine Ziele zu setzen. An einem Tag ging ich spazieren. Ich lief durch mein Viertel. Ich sah Cafés, ich sah Parks, ich sah Menschen, die lachten. Das machte mich traurig, aber auch neugierig. Ich begann, jeden Tag ein kleines bisschen rauszugehen. Manchmal nur 10 Minuten, manchmal 20. Ich hörte Deutsch auf der Straße. Ich verstand einzelne Wörter. Das Wort Arbeit, das Wort Zeit, das Wort Morgen. Ich fing an, diese Wörter zu mögen. Ich schrieb sie auf. Zu Hause las ich sie noch einmal. Ich begann, ein einfaches Buch auf Deutsch zu lesen. Am Anfang verstand ich fast nichts. Das frustrierte mich. Trotzdem las ich weiter. Jeden Tag ein paar Seiten. Manchmal las ich denselben Satz 5-mal. Langsam wurde es besser. Ich verstand mehr. Ich freute mich über kleine Erfolge. Einmal verstand ich einen ganzen Absatz. Das fühlte sich gut an. Ich begann, mir feste Zeiten zu machen. Morgens stand ich zur gleichen Zeit auf. Ich frühstückte langsam. Ich trank Kaffee. Ich schaute aus dem Fenster. Danach ging ich raus. Nicht lange, aber regelmäßig. Die Regelmäßigkeit half mir. Sie gab mir Halt. Ich suchte nach Arbeit. Ich schrieb Bewerbungen. Viele blieben unbeantwortet. Einige waren Absagen. Das tat weh. Aber ich machte weiter. Ich sagte mir, dass Geduld wichtig war. Ich lernte, meine Tage nicht zu voll zu machen. Ein Ziel pro Tag war genug. Manchmal war das Ziel nur ein Spaziergang. Oder ein Kapitel im Buch. Oder ein Gespräch im Laden. Langsam fühlte ich mich sicherer. Die Stadt wurde vertrauter. Ich wusste, wo ich Brot kaufte. Ich wusste, welche Straßen ruhig waren. Ich wusste, wo ich mich gern aufhielt. Die Einsamkeit verschwand nicht sofort.
aber sie wurde leiser. Ich verstand, dass ein neues Leben Zeit brauchte, dass Routine nicht langweilig war, sie war notwendig. Am Ende dieser ersten Monate wusste ich noch nicht, wie mein Leben aussehen würde. Aber ich wusste eines: Ich brauchte einen funktionierenden Alltag. Ohne den kann ich mein Leben in Deutschland nicht aufbauen. Jetzt erzähle ich etwas Wichtiges. Nach einem Jahr in Deutschland habe ich es geschafft, einen echten Alltag zu haben. Am Anfang hatte ich keinen Rhythmus. Ich hatte keinen Plan. Die Tage waren leer. Heute ist das anders. Ich habe feste Gewohnheiten. Ich habe Ruhe. Ich habe Struktur. Das war nicht leicht. Es hat Zeit gebraucht. Es hat Geduld gebraucht. Aber es war sehr wichtig für mich. Ein Alltag gibt Sicherheit. Ein Alltag gibt Halt. Er macht das Leben leichter. Jetzt erzähle ich, wie ein typischer freier Tag bei mir aussieht. Danach erzähle ich, wie eine typische Woche in meinem Leben ist. So kannst du sehen, wie sich mein Leben verändert hat. An einem freien Tag wache ich ruhig auf. Ich höre keinen Wecker. Ich bleibe noch kurz im Bett liegen. Ich denke an nichts. Dann stehe ich auf. Ich gehe ins Bad. Ich putze mir die Zähne. Ich wasche mein Gesicht. Danach gehe ich in die Küche. Ich mache mir Frühstück. Es ist einfach. Aber es ist gut. Ich setze mich an den Tisch. Ich esse langsam. Ich trinke Kaffee. Ich schaue aus dem Fenster. Die Stadt bewegt sich. Menschen gehen zur Arbeit. Fahrräder fahren vorbei. Ich fühle mich ruhig. Nach dem Frühstück lese ich Zeitung. Ich lese sie auf Deutsch. Ich verstehe nicht alles. Aber das ist okay. Ich markiere neue Wörter. Ich lerne jeden Tag ein bisschen. Wenn das Wetter gut ist, ziehe ich meine Laufschuhe an. Ich gehe nach draußen. Ich gehe joggen. Ich laufe durch den Park. Die Luft ist frisch. Mein Atem ist ruhig. Mein Kopf wird frei. Ich laufe nicht schnell. Ich laufe regelmäßig. Das tut mir gut. Wenn das Wetter schlecht ist, bleibe ich nicht zu Hause. Dann fahre ich zu einem Sportzentrum. Dort spiele ich Tennis. Ich spiele mit einem Kollegen aus der Arbeit. Wir sprechen Deutsch. Wir machen Fehler. Das ist normal. Wir lachen viel. Nach dem Sport bin ich müde. Aber ich bin zufrieden. Danach habe ich Hunger. Ich gehe zu meinem Lieblingscafé. Ich gehe oft dorthin. Ich bestelle immer dasselbe Essen. Die Mitarbeiter kennen mich. Sie grüßen mich freundlich. Das Café ist für mich etwas Besonderes. Es war einer der ersten Orte, an denen ich mich wohlgefühlt habe. Bei meinem ersten Besuch habe ich dort eine Mitarbeiterin gesehen. Sie hat gelächelt. Ich war nervös. Ich habe mich ein kleines bisschen verliebt. Das ist mein kleines Geheimnis. Nach dem Mittagessen gehe ich entweder nach Hause oder treffe Freunde. Wenn ich nach Hause gehe, lese ich ein Buch auf Deutsch. Ich lese jeden Tag. Auch wenn es nur wenige Seiten sind. Ich habe damit sehr früh angefangen. Lesen hilft mir sehr. Es hilft mir beim Lernen. Wenn ich Freunde treffe, machen wir einfache Dinge. Wir gehen ins Kino, wir gehen spazieren, wir sitzen im Park. Manchmal trinken wir etwas zusammen. Manchmal gehen wir bowlen. Bowling macht mir besonders Spaß. Es ist locker. Man muss nicht perfekt sprechen. Am Abend gehe ich nach Hause. Ich mache es ruhig. Ich setze mich hin. Ich meditiere ein paar Minuten. Ich atme langsam. Danach gehe ich schlafen. Dieser freie Tag ist einfach. Aber genau das macht ihn gut. Jetzt erzähle ich, wie meine Woche heute aussieht. Das ist für mich etwas Besonderes. Vor einem Jahr hatte ich keine richtige Woche. Die Tage waren leer, sie hatten keine Form. Heute ist das anders. Jeder Tag hat eine Aufgabe. Jeder Tag hat seinen Platz. Das gibt mir Sicherheit. Ich muss nicht mehr jeden Morgen neu überlegen, was ich tun soll. Ich weiß, was kommt.
Das nimmt mir Druck. Eine feste Woche ist für mich wichtig. Sie hilft mir, ruhig zu bleiben. Sie hilft mir, mich zu konzentrieren. Sie hilft mir, mich hier zu Hause zu fühlen. Jetzt gehe ich Tag für Tag durch meine Woche und erzähle, wie mein Alltag heute funktioniert. Der Montag beginnt früh. Der Wecker klingelt. Ich stehe auf. Ich bleibe nicht liegen. Das habe ich gelernt. Ich gehe ins Bad. Ich mache mich fertig. Danach frühstücke ich. Es ist einfach. Das ist gut. Dann fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite heute in einem kleinen Büro in Köln. Ich habe keinen großen Job. Aber ich habe einen festen Job. Das ist wichtig für mich. Ich arbeite im Kundenservice eines Unternehmens. Ich beantworte E-Mails, ich telefoniere, ich helfe Menschen bei einfachen Problemen. Am Anfang hatte ich große Angst vor dieser Arbeit. Nicht wegen der Aufgaben, wegen der Sprache. Deutsch war schwer für mich. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich keinen Job. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich schrieb viele Bewerbungen, sehr viele. Oft bekam ich keine Antwort. Manchmal bekam ich eine Absage. Das war frustrierend. Ich fühlte mich klein. Aber ich gab nicht auf. Ich ging auch persönlich zu Firmen. Ich fragte nach Arbeit. Manchmal war das peinlich. Aber es half. Eines Tages bekam ich eine Einladung zu einem Gespräch. Ich war nervös. Ich bereitete mich gut vor. Ich sprach langsam. Ich machte Fehler. Aber ich war ehrlich. Ich sagte, dass ich lernen will. Dass ich arbeiten will. Das war wichtig. Einige Wochen später bekam ich den Job. Am Anfang war alles schwer. Ich verstand nicht alles. Ich fragte viel nach. Meine Kollegen halfen mir. Sie waren geduldig. Heute ist das anders. Ich kenne meine Aufgaben. Ich kenne die Abläufe. Der Montag ist ein ruhiger Arbeitstag. Ich arbeite Schritt für Schritt. Ich lasse mir Zeit. In der Mittagspause sitze ich mit Kollegen zusammen. Wir reden über einfache Dinge. Über das Wochenende. Über Pläne. Ich höre zu. Ich spreche, wenn ich etwas sagen will. Am Nachmittag arbeite ich weiter. Ich merke, dass ich sicherer geworden bin. Nicht perfekt, aber stabil. Nach der Arbeit gehe ich direkt nach Hause. Der Montag ist kein sozialer Tag für mich. Er ist ein Vorbereitungstag. Zu Hause koche ich etwas Warmes. Ich esse langsam. Ich denke kurz an den Weg hierher. An die Zeit ohne Arbeit. An die Unsicherheit. Dann lasse ich diese Gedanken los. Ich bin dankbar für meinen Alltag. Am Abend gehe ich früh schlafen. Der Montag hat seinen Platz in meinem Leben. Früher hatte ich keinen. Heute schon, merke ich das sofort. Die Aufgaben sind gleich, die Arbeit ist gleich, aber ich bin sicherer. Wenn ein Kunde anruft, bleibe ich ruhig. Ich lasse mir Zeit. Ich erkläre Dinge mit einfachen Worten. Wenn mir ein Wort fehlt, umschreibe ich es. Das funktioniert oft besser als perfekte Sätze. Meine Kollegen merken das. Sie helfen mir weniger als früher. Nicht, weil sie unfreundlich sind, sondern weil ich weniger Hilfe brauche. Das fühlt sich gut an. Am Dienstag habe ich oft längere Gespräche. Nicht geplant. Sie entstehen einfach. Jemand fragt mich etwas. Ich antworte. Dann reden wir weiter. Über Arbeit, über kleine Probleme, über Dinge, die gerade nerven. Ich mag diese Gespräche. Sie sind normal. In der Pause sitze ich nicht still da. Ich bin Teil der Runde. Ich höre zu. Ich sage etwas. Manchmal nur einen Satz. Aber er passt. Nach der Arbeit gehe ich nicht direkt nach Hause. Dienstage sind dafür da, den Kopf zu leeren. Ich ziehe mich um. Ich gehe joggen oder fahre zum Sportzentrum. Beim Sport denke ich nicht an Deutsch. Ich denke nicht an Arbeit. Ich bewege mich einfach. Das ist wichtig für mich. Danach bin ich müde. Aber klar. Zu Hause esse ich etwas Einfaches. Ich mache nichts Großes. Ich räume ein bisschen auf. Ich bereite Sachen für den nächsten Tag vor.
Am Dienstagabend mache ich nichts Besonderes. Und genau das ist gut. Der Tag war voll genug. Ich gehe ins Bett und weiß, dass der Mittwoch auf mich wartet. Der Mittwoch fühlt sich langsamer an als die anderen Tage. Ich arbeite an diesem Tag von zu Hause. Als ich damit angefangen habe, war ich unsicher. Ich dachte, es würde sich einsam anfühlen. Aber das ist nicht so. Der Mittwoch gibt mir Ruhe. Ich muss nicht in die Bahn. Ich muss nicht zuhören. Ich bin allein mit mir. Das tut mir gut. Ich beginne zu arbeiten. Die Aufgaben sind die gleichen wie im Büro. E-Mails, Anrufe, kleine Probleme. Aber zu Hause arbeite ich konzentrierter. Ich spreche weniger. Ich höre meine eigene Stimme. Das ist manchmal seltsam. Ich merke dabei, wie sicherer mein Deutsch geworden ist. Früher habe ich meine eigenen Sätze nicht gemocht. Heute ist das anders. Ich höre sie und denke nicht mehr darüber nach. Am Mittwoch merke ich auch, wo ich noch langsam bin, wo ich nachdenken muss, wo mir Wörter fehlen. Ich schreibe mir diese Wörter auf. Nicht viele. Nur die, die immer wiederkommen. Das ist mein Lernen im Alltag. In den Pausen gehe ich kurz ans Fenster. Ich sehe auf die Straße, Menschen gehen vorbei. Jeder hat seinen eigenen Tag. Meiner ist ruhig. Am Mittag esse ich allein. Das stört mich nicht. Ich genieße die Stille. Früher hatte ich Angst vor solchen Momenten. Heute nicht mehr. Am Nachmittag arbeite ich weiter. Ohne Gespräche, ohne Lärm. Ich bin bei mir. Wenn der Arbeitstag endet, bleibe ich noch kurz sitzen. Ich stehe nicht sofort auf. Ich trenne Arbeit und Freizeit bewusst. Das habe ich gelernt. Am Mittwoch gehe ich nach der Arbeit oft spazieren. Nicht schnell, nicht weit. Ich laufe durch mein Viertel. Ich sehe bekannte Orte. Das gibt mir ein Gefühl von Zugehörigkeit. Danach gehe ich nach Hause. Der Abend ist ruhig. Ich lese. Ich denke. Ich mache nichts Besonderes. Und genau deshalb ist der Mittwoch wichtig für mich. Er bringt Balance in meine Woche. Der Donnerstag ist der aktivste Tag meiner Woche. Das merke ich sofort. Auf der Arbeit ist viel los. Es gibt viele Termine, viele Gespräche. In meinem Team ist Donnerstag Mottotag. Jede Woche hat ein anderes Thema. Manchmal tragen wir bestimmte Farben, manchmal lustige Kleidung. Am Anfang war mir das unangenehm. Ich wollte nicht auffallen. Heute mache ich einfach mit. Nicht perfekt, aber ehrlich. Das reicht. Der Mottotag macht den Tag leichter. Er bringt Bewegung rein. Nach der Arbeit ist der Donnerstag noch lange nicht vorbei. Am Donnerstagnachmittag telefoniere ich fast immer mit meiner Familie. Das ist ein festes Ritual. Wir sprechen nicht lange, aber regelmäßig. Ich erzähle von meiner Woche, von der Arbeit, von kleinen Dingen. Sie erzählen von zu Hause. Diese Gespräche sind wichtig für mich. Sie erinnern mich daran, wo ich herkomme. Und sie zeigen mir, wie weit ich gekommen bin. Nach dem Telefonat fühle ich mich ruhig. Gleichzeitig habe ich noch Energie. Am Donnerstag bleibe ich selten allein. Ich treffe Freunde. Oder ich gehe zu einer Aktivität. Manchmal gehen wir bowlen. Manchmal sitzen wir einfach zusammen. Der Donnerstag ist kein tiefer Tag. Er ist leicht. Es geht nicht um große Gespräche. Es geht um Nähe, um Lachen, um das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich gehe nicht zu spät nach Hause, aber später als an anderen Tagen. Auf dem Weg nach Hause denke ich oft an meine Familie, an mein altes Leben und an mein jetziges. Beides gehört zusammen. Der Donnerstag verbindet diese beiden Welten. Deshalb ist er der aktivste Tag meiner Arbeitswoche. Der Freitag fühlt sich für viele Menschen wie Wochenende an. Für mich ist das anders. Viele denken, am Freitag wird alles laut und voll. Bei mir wird es ruhig. Der Freitag ist einer der entspanntesten Tage meiner Woche.
vielleicht sogar der ruhigste. Auf der Arbeit merke ich das sofort. Alles läuft langsamer. Niemand hat es eilig. Dinge, die warten können, warten. Ich mag diese Stimmung. Sie nimmt Druck weg. Der Freitag zwingt mich zu nichts. Nach der Arbeit gehe ich nicht nach Hause. Ich habe ein festes Ritual. Jeden Freitag gehe ich in die Sternenwarte. Das ist ein besonderer Ort für mich. Dort ist es still. Dort ist es dunkel. Ich setze mich hin. Ich schaue nach oben. Ich denke nicht viel. Ich meditiere. Nicht lange. Aber bewusst. Ich atme ruhig. Ich lasse die Woche los. Die Arbeit, die Gespräche, die Geräusche. Alles bleibt draußen. In der Sternenwarte fühle ich mich klein. Aber nicht verloren. Eher ruhig. Die Sterne erinnern mich daran, dass nicht alles wichtig ist. Dass Zeit relativ ist. Dass Probleme kleiner werden. Nach der Meditation gehe ich langsam nach Hause. Ich spreche kaum. Ich höre keine Musik. Ich genieße die Stille. Am Freitagabend brauche ich nichts mehr. Kein Treffen. Keine Ablenkung. Ich bin bei mir. Der Freitag schließt meine Woche. Nicht laut, sondern leise. Und genau das macht ihn für mich so wertvoll. Am Wochenende ist alles anders. Gleichzeitig ist vieles vertraut. Ich habe dir schon erzählt, wie ein typischer freier Tag bei mir aussieht. Das Wochenende fühlt sich ähnlich an, aber es bringt mehr Raum, mehr Möglichkeiten. Am Samstag habe ich keinen festen Plan. Ich stehe später auf. Ich lasse den Tag kommen. Manchmal bleibe ich lange zu Hause, manchmal gehe ich raus. Ich erledige Dinge, für die unter der Woche keine Zeit ist. Ich gehe einkaufen. Ich räume auf. Ich kümmere mich um kleine Sachen. Oft treffe ich Freunde. Nicht geplant. Spontan. Wir gehen durch die Stadt. Wir setzen uns in ein Café. Wir reden. Manchmal reden wir über nichts Wichtiges. Das ist schön. Am Samstag darf der Tag offen sein. Am Sonntag wird alles langsamer. Der Sonntag gehört mir. Am Sonntag gehe ich oft auf den Wochenmarkt. Ich mag die Stimmung dort. Es ist ruhig, aber lebendig. Menschen schlendern zwischen den Ständen. Es riecht nach Brot, nach Obst, nach Kaffee. Ich kaufe frische Dinge. Gemüse, Obst, manchmal Blumen. Ich komme mit Verkäufern ins Gespräch. Kurze Sätze. Freundliche Worte. Das ist gutes Deutschtraining. Danach gehe ich spazieren. Ich laufe ohne Ziel. Ich denke über die Woche nach. Über das, was war. Und über das, was kommt. Am Sonntag bereite ich mich innerlich auf die neue Woche vor. Nicht bewusst. Es passiert einfach. Am Abend bleibe ich zu Hause. Ich lese. Ich mache mir Gedanken. Ich gehe früh schlafen. Das Wochenende ist kein Abenteuer. Aber es gibt mir Kraft. Es schließt den Kreis. Und es zeigt mir, dass mein Alltag heute rund ist. Wenn ich das alles erzähle, klingt mein Alltag vielleicht nicht besonders. Es gibt keine großen Ereignisse, keine spektakulären Momente. Aber genau das ist wichtig. Dieser Alltag trägt mich. Ohne ihn würde vieles nicht funktionieren. Durch diesen festen Rhythmus kann ich Deutsch lernen. Nicht im Unterricht, sondern im echten Leben. In Gesprächen, in kleinen Situationen. Durch diesen Alltag habe ich Freunde gefunden. Langsam, ohne Druck. Einfach, weil ich da bin. Durch diesen Alltag habe ich Zeit für meine Familie, für Anrufe, für Nähe, auch aus der Ferne. Ohne Struktur würde das verloren gehen. Der Alltag gibt mir auch Raum für Sport, für Bewegung, für meinen Körper. Das hält mich gesund, körperlich und im Kopf. Früher hatte ich keinen Alltag. Ich hatte nur Tage. Heute habe ich ein Leben. Es ist ruhig, es ist einfach, aber es ist stabil. Und genau diese Stabilität hat mir geholfen, in Deutschland anzukommen.